Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Ich habe wieder ein paar Tipps von mir für euch, wenn ihr sie annimmt. Wenn ihr sie nicht annimmt, trotzdem weiter gucken. Vielleicht könnt ihr es weitergeben. Alles nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Jetzt werdet ihr wieder sagen, was für Tipps will er uns denn jetzt schon wieder geben? Leute, es sind nicht alle gute Busfahrer oder als Busfahrer auf die Welt gekommen. Es sind noch welche, die sind gerade von der Fahrschule. Es sind noch Auszubildende da. Es gibt noch welche, die noch nicht im Winter gefahren sind, die noch nicht im Herbst gefahren sind. Ja, und ich versuche auf diesem Kanal eine Hilfe euch zu geben, wenn ihr sie natürlich annimmt. Ich weiß ganz genau, dass ein paar alten Hasen wohl, oh, was will der dann von uns, ne? Aber ich meine es ja nur gut mit euch. Das sind immer gute Tipps. Ich selber früher habe mir auch immer Tipps angenommen. Ich habe ja als Reisebusfahrer direkt angefangen von null auf Führerschein und dann wurde ich schon auf Reisegelegenheitsverkehr geschickt. Erstmal so als zweiter Fahrer und da habe ich einen guten polnischen Kollegen gehabt, Sigi hieß der. Von dem habe ich wirklich viel gelernt. Der hat mir auch viel erzählt und das, was ich von ihm gelernt habe, habe ich natürlich auch umgesetzt und versuche das jetzt an euch weiterzugeben, an neue Kollegen, wenn die bei uns anfangen, denen mit auf den Weg zu geben. Egal, ob das auf Linie ist, egal, ob es auf dem Reisebus ist. Diesmal ist unser Thema, draußen habt ihr ja gesehen, richtig stürmisch, Herbst, überall Laub. Wie verhalten wir uns in der Dunkelheit und vor allem nass und Laub? Ja, immer, Leute, vorsichtig fahren. Ja, nie aufs Gaspedal volle Pulle drücken, egal ob mit eigenem PKW oder wenn ihr sogar Personen dann drin habt im PKW und natürlich im Linienbus. Da haben wir ja sowieso größte Sorgfalt für die Fahrgäste. Und uns natürlich auch. Also immer langsam fahren, vorausschauend fahren, das sage ich immer wieder. Alles andere, Vollgas und schnell und dies, das bringt nichts. An der nächsten Ampel werdet ihr sowieso wieder stehen. Und mittlerweile jetzt hier bei uns in Lünen, überall in der Stadt 30. Wegen Lärmschutz angeblich 30 haben die gemacht. km/h 30. Total sinnlos. Die 10 km/h mehr, 20 machen das doch auch nicht laut oder leiser. Ja, also voll für den Arsch. Wenn die wenigstens drunter geschrieben hätten, von 19 Uhr bis morgens 5 Uhr oder so, Nachtruhe, könnte man das vielleicht noch verstehen. Selbst das würde ich nicht verstehen. Naja, das ist ein Thema für sich. Morgens, wenn ihr zur Arbeit fahrt, da schon mal aufpassen in dem privaten PKW. Warum? Weil nachts hat es vielleicht gestürmt. Überall liegen vielleicht noch Äste und manchmal sogar noch Bäume auf den Straßen. Und ihr fahrt, schnell, schnell, weil letzte Minute schnell aufgestanden, noch zur Arbeit. Nicht da schon den ersten Unfall haben. Wenn ihr dann auf dem Bus seid und ihr müsst eine Linie fahren, die vielleicht auch noch so durch Waldstücke und Wald und so fährt, dann noch besser aufpassen, weil da besteht die Gefahr auch, dass da irgendwelche Äste, irgendwelche Tonnen, habe ich heute Morgen gehabt, bin ausgestiegen, habe die Tonne zur Seite gemacht, die lag mitten auf der Straße, 3, 4 Stück, ne, da war ja richtig, ich weiß nicht, Longards, Bingards, wie hieß der Sturm? Ignaz, so, jetzt weiß ich es wieder. Der hat ja voll gewütet gehabt und die leeren Mülltonnen, die fliegen dann natürlich auf die Straße, da müsst ihr natürlich aufpassen. Und dann, wenn ihr unterwegs seid, wenn es auch noch anfängt zu regnen, bremsen, vorsichtig bremsen. Weil dieser Laub, wenn der auch noch nass ist, das ist wie Eis, wie Schmierfilm. Man gleitet da so drüber hin, wenn man bremst. Und manchmal sind die Haltestellen auch mit Kopfsteinpflastern. Und wenn man da ein bisschen zügig rankommt und will dann abbremsen, wie gewohnt, man achtet in diesem Moment, deswegen, das ist ja, wir als alte Hasen, als alte Erfahrene, wir wissen, dass da langsam anzugehen ist. Aber wenn so junge Fahrer kommen und die auch noch ein bisschen in Zeitdruck sind, versuchen dann schnell dahin zu fahren und dann bremsen die ab
und dann merken die, oh, das geht doch nicht. Entweder müssen sie dann abbrechen, ne, oder wenn es gar nicht geht, dann knallen sie da irgendwo gegen und das muss nicht sein. Und das will ich versuchen hiermit klar zu machen, dass eben halt immer Vorsicht, slow, langsam zu tun ist, egal wobei. Dann natürlich Reh und Wild, ne, darauf auch aufpassen. Und ganz besonders jetzt in dieser Zeit, in der Dunkelzeit, jetzt haben wir hier in NRW noch Ferien gehabt. Ab Montag geht's wieder los. Also ab morgen, heute ist ja Sonntag, geht's dann los mit Schulen. Dann stehen die Schulkinder ohne Taschenlampe, ohne irgendwie etwas an den Haltestellen. Die stehen da wie angewurzelt da stehen und dann stellen die sich auch noch so ungünstig hin. Die sind sowieso dunkel angezogen. Dann stellen die sich noch irgendwo hin, wo man die absolut nicht sieht. Erst beim richtigen gucken, da muss man aber schon richtig langsam fahren, um zu sehen, ob da überhaupt einer steht. Dann kann man erst anhalten. Und wenn die dann reinkommen, den Leuten Bescheid sagen, das hat wirklich geholfen. Vor 2 Jahren oder so gab's das hier immer. Da habe ich den Leuten immer, wenn ich angehalten habe, denen gesagt, passt auf, morgen, übermorgen, wenn es so dunkel ist, nehmt euch Taschenlampe mit und einfach nur leuchten. Und wenn ihr keine Taschenlampe habt, ihr habt doch Handys. Ja, die Handys einfach mal, nur das Display einfach mal so hin und her bewegen. Wir sehen das, weil wir suchen ja, wenn wir Haltestellen sehen, oh, wir suchen ja, steht da einer, steht da keiner. Ne, und deswegen einfach mal aufmerksam auf euch machen. Dann können wir euch auch mitnehmen. Ansonsten bleibt ihr da stehen. Oder ihr müsst da ein bisschen laufen. Der Busfahrer, stand da noch einer? Und dann bleibt er doch lieber stehen. Manche, die fahren aber auch durch. Alles schon gesehen, alles schon gehabt. Mittlerweile hier bei uns so wichtige Haltestellen, wo richtig dunkel ist, haben die jetzt, wie soll ich sagen, an den Haltestellen Mast so ein rundes Teil dran gemacht. Und wenn ein Fahrgast da steht, dann drückt er da drauf, dann leuchtet das. Ne? Und dann weiß man, an der Haltestelle ist jemand. Aber wegen, ja, nicht Sabotage, Vandalismus werden die oft kaputt gemacht. Sind ja auch teuer, die Dinger. Haben wir nur 3 oder 4 Stück, glaube ich, was ich so gesehen habe hier in Lünener Raum. Und ansonsten müsst ihr eben halt aufpassen. Das war's eigentlich von meiner Seite aus. Beim Regen habe ich gesagt, mit Laub habe ich gesagt, im Schnee könnt ihr, wo war das jetzt links, hier oben. Da könnt ihr mal noch gucken, wie verhalten wir uns im Schnee. Da habe ich das zwar mit einem Reisebus gemacht, aber ist nichts anderes. Schön langsam, immer in die Kurven und so. Wenn euch das interessiert, dann schaut da mal vorbei. Oder Fahrsicherheitstraining. Wir haben ja hier von Fehlingreisen auch Fahrsicherheitstraining. Ich habe schon 3-mal, 4-mal schon in den anderen Betrieben auch. Und bei Fehlingreisen habe ich das auch gemacht. Habe ich natürlich auch aufgenommen. Ist auch alles hier. Den verlinke ich dann auch nochmal hier oben. Dann könnt ihr euch das alles anschauen. So, das war's von meiner Seite aus. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet. Für die nächste Woche zum Beispiel könnt ihr mir jetzt auch noch in den Kommentaren noch schreiben, was für euch interessant ist, was ihr wissen wollt. Im Bereich vom Busfahrer, alles was mit Bus zu tun hat. Vielleicht für Führerschein, vielleicht für, ich habe ja hier auch noch Modulschulungen hier, Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit. Hier haben wir doch gerade gehabt, hier ist das Teil auch noch. Habe ich jetzt durch Zufall hier gehabt. Hier ist auch noch mal alles beschrieben. Das müssen wir ja auch alles wissen. Hier sogar mit Reisebus und so. Alle 5 Jahre müssen wir ja die Module verlängern. Und da ist das hier immer, wenn was Neues gibt. Ansonsten immer nur Wiederholungen. Aber das muss sein. So, das muss auch sein, dass ich jetzt irgendwann mal einen Punkt mache und das ist jetzt. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr habt zugeschaut bis hierhin, die Interesse dran haben und werdet das auch umsetzen. Oder wenn ihr jetzt noch in der Probezeit seid oder beziehungsweise noch in der Fahrschule seid, da auch schon beherzigen. Und wenn ihr dann fertig seid, immer im Kopf, langsam, slow, alles mit slow. So. Ich mache jetzt aber fast und mache ciao, bis nächste Woche. Euer Memedoi. Ciao, Leute.